Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine benutzerdefinierte Recovery auf dem Samsung Galaxy Tab A6 installierst. Okay, als erstes müssen wir den Bootloader auf unserem Tablet entsperren. Dazu öffne die Einstellungen. Ich habe vergessen, die Sprache zu ändern, also mache ich das schnell. Ich stelle wieder auf Englisch um. Okay, jetzt scrolle weiter nach unten, bis du über das Tablet findest. Okay, jetzt gehe zu Softwareinformationen und hier findest du die Bildnummer. Wir müssen mehrmals hintereinander darauf tippen, bis angezeigt wird, dass der Entwicklermodus aktiviert wurde und dann zurückgehen. Tatsächlich musst du auch mit dem WLAN verbunden sein, das hätte ich fast vergessen. Also gehe ins WLAN-Menü und falls du nicht verbunden bist, suche ein verfügbares Netzwerk und verbinde dich einfach damit. Das ist genau das, was ich jetzt machen muss. Klicken Sie bitte auf die entsprechende Schaltfläche Verbinden, um fortzufahren. Okay. Jetzt gehe zu den Entwickleroptionen und hier haben wir die OEM-Entsperrungsfunktion. Die müssen wir aktivieren. Klicke auf Aktivieren und jetzt ist unser Bootloader erfolgreich entsperrt. Jetzt müssen wir das Tablet ausschalten, also halte die Einschalttaste gedrückt und wähle Ausschalten. Okay, jetzt müssen wir ein paar Dinge herunterladen. Besuche zuerst unsere Seite How to Reset That Info. Du siehst den Link auf dem Bildschirm und gehst zum Download-Bereich. Gib hier Samsung-Treiber ein und klicke auf Suchen. Wähle Samsung-Treiber aus und klicke auf die Schaltfläche Herunterladen. Gehe dann erneut zum Download-Bereich und gib Odin ein. Lade die neueste Version 3.14.4 herunter und klicke ebenfalls auf die Schaltfläche Herunterladen. Öffne dann einen neuen Tab. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wir sind auf der Mega-Seite und hier öffnest du den Ordner mit der Custom Recovery. Und auch eine wirklich wichtige Sache: Du musst überprüfen, welches Modell dein Tab hat. Du findest es unter über das Telefon, unter dem Namen deines Tabs. In meinem Fall habe ich das Modell SMT5A5. Das ist die Version, die ich habe, und wir werden die Custom Recovery für diese Version installieren. Öffne jetzt den Ordner mit der Custom Recovery. Hier haben wir 3 verschiedene Custom Recoveries. Ich werde die in der Mitte installieren. Rechtsklick, herunterladen und Standard Download. Okay. Und jetzt müssen wir den Downloads-Ordner öffnen. Hier haben wir die Samsung-Treiber, unsere Odin-App und unsere Custom Recovery. Wir müssen unsere Dateien extrahieren, also Odin und die Samsung-Treiber. Rechtsklick. Du kannst dafür WinRAR verwenden oder auf Alle extrahieren klicken. Und entpacke diese beiden Dateien. Okay. Jetzt öffne den Ordner mit den Samsung-Treibern und doppelklicke, um die App zu starten. Um die Installation zu starten, genau. In meinem Fall steht da, dass sie bereits installiert ist, aber ich kann die Installation wiederholen. Okay, klicke auf Weiter, Weiter, Weiter und installieren. Jetzt müssen wir warten, bis es fertig ist. Wir können jetzt auch den Ordner mit Odin öffnen und das Programm starten. Klicke auf OK. Gehe hier zu Optionen. Deaktiviere Auto Reboot und Factory Reset Time. Und jetzt klicke auf AP. Aber bevor wir das machen, solltest du wissen, dass du, wenn du die Samsung-Treiber zum ersten Mal installierst, danach deinen Computer neu starten solltest. Dadurch funktionieren dann alle Treiber richtig. Also warten wir weiter, bis unsere Samsung-Treiber installiert sind. In meinem Fall werde ich jetzt schon AP auswählen, dann zu Downloads gehen und dein TWRP auswählen. Okay. Jetzt müssen wir weiter warten. Natürlich musst du das in der Odin-App machen, nachdem Neustart, nachdem du die Samsung-Treiber installiert hast. Denn wenn du deinen Computer nicht neu startest, könnte etwas nicht funktionieren. Okay, aber jetzt müssen wir weiter warten, bis es installiert ist. Und jetzt müssen wir auf unserem Tab in den Download-Modus gehen. Dazu müssen wir gleichzeitig die Home-Taste, die Leiser-Taste und die Power-Taste gedrückt halten. Alle 3 gleichzeitig. Einfach so weiter gedrückt halten.
Jetzt auf Lauter drücken und wir sind im Download-Modus. Jetzt warten wir, bis unsere Samsung-Treiber installiert sind. Okay, die Samsung-Treiber sind installiert, jetzt auf Fertigstellen klicken. Und jetzt solltest du deinen Computer neu starten. Ich empfehle das wirklich sehr, denn wenn du es nicht tust, könnte etwas nicht funktionieren. Jetzt müssen wir unser Tab mit dem Computer verbinden und zwar mit dem Micro-USB-Kabel. Ich empfehle sehr, das Originalkabel zu verwenden. Wenn du das Originalkabel nicht hast, kannst du natürlich auch ein anderes Micro-USB-Kabel von guter Qualität verwenden und der Anschluss ist oben. Am besten verbindest du also jetzt dein Tablet. Und jetzt schauen wir mal. Unser Tab ist jetzt in der Odin-App als diese Zahlen unter ID.com erschienen und es ist wichtig, dass du diese Zahlen siehst, denn wenn nicht, könnte etwas nicht funktionieren. Okay, unsere Custom Recovery ist geladen und jetzt müssen wir nur noch auf Start klicken. Okay, wie du sehen kannst, steht dort Pass, also hat alles funktioniert. Jetzt lass uns in unsere neue Custom Recovery gehen. Dazu müssen wir zuerst die Power-Taste, die Leiser-Taste und die Home-Taste gedrückt halten und dann müssen wir die Power-Taste, die Lauter-Taste und die Home-Taste gedrückt halten. Also zuerst Power, Leiser und Home. Und jetzt Power, Lauter und Home. Wenn du das Samsung-Logo siehst, kannst du die Power-Taste loslassen, aber halte weiterhin die Home-Taste und die Lauter-Taste gedrückt. Okay, und wenn du das Logo siehst, kannst du loslassen. Wie du sehen kannst, ist es erschienen. Lass mich nur kurz den Bildschirm ein wenig reinigen. Okay. Und jetzt kannst du nach rechts wischen und wie du siehst, haben wir unsere neue Custom Recovery. Zum Beispiel können wir jetzt neue Custom ROMs installieren und noch einige andere Dinge machen. Alles klar. Und das war's auch schon in diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hinterlasse bitte ein Like, einen Kommentar und abonniere den Kanal.